One, two, one, two. Hallo? Hi. Yes. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar hätte ich echt nicht gedacht, aber ihr seht es hier wahrscheinlich. Ich fahre soeben die neue GS-Probe und zwar tatsächlich in diesem Grün. Sieht wirklich hammerscharf aus, muss man sagen. Sehr sexy, goldene Räder. Ich habe sie auch schon in Blau vor Ort gesehen. Sieht wirklich auch sehr sexy aus. Auch das Licht hier, wir sehen schon, es ist relativ dämmerig. Es ist ein gemütlicher Herbsttag. Kann sich sehen lassen. Von nahe ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber von fern wirklich richtig gut. Und ja, man hat gesehen, dem netten Herrn hat sie auf jeden Fall auch gefallen. Ich hätte nicht mehr gedacht, dass ich sie dieses Jahr als Probe fahre, aber es ist soweit gekommen. Sie ist tatsächlich schon mal umgefallen, aber ich war es nicht. Und dementsprechend, wie hat man mich gebeten? Genau, wenn ich sie umwerfe, auf jeden Fall auf die linke Seite, weil da ist sie schon gelegen. Aber wir haben ja ultimativen Boxer-Punch. Ich überlege gerade, hier steht 16,40, es ist 15,30. Ich habe auch noch gar nicht Gas gegeben, ich habe sie gemütlich... Okay, also ich habe sie gemütlich warm werden lassen. Dynamic Mode ist an. Ich nehme mal an, ihr habt schon eigene Review-Videos gesehen. Ich nämlich nicht. Ich habe mir extra keins angeschaut. Wobei ich sagen muss, Walle. Ein Review-Video gibt es von Walle und Tour. Und ich habe die ersten 2 Sekunden habe ich kurz angeschaut, einfach um zu sehen, ob mehr gequatscht wird oder Fahreindrücke. Es hat auf jeden Fall ziemlich professionell ausgeschaut und wenn ich mir eins reingezogen hätte, wäre es das gewesen. Stimmt, wir sollten ja eigentlich, hoffentlich, Abstandstempomat haben. Schalten wir das Ding mal ein. Jawohl. Ich würde denken, das heißt, da ist er. Wir machen gemütlich 30 an. Und cruisen. Genau. Dass das Windschild elektronisch einstellbar ist ziemlich das nerdigst abgefahrenste, was man sich auf einem Motorrad vorstellen kann. Aber ja, so ist es heutzutage, 2023. Hier gibt es ein kleines Fächlein. Groß genug für ein Samsung S23, können wir später testen. Auf jeden Fall cool. Okay, setzen. Genau, machen wir wieder dasselbe Spiel. Also was ist der Motor beim Stehen? Scheppert schon anständig. Ist echt interessant. Also das Moped ist schon auf der Seite gelegen. Also vielleicht vibriert irgendwas anderes. Dementsprechend aber irgendetwas hat man auf jeden Fall scheppern gehört. So wie so eine Kiste von Schrauben, die du ein bisschen so schaukelst. Hier muss man ja nach oben gehen können. Kann man nicht. Da muss man hier nach oben gehen können. Nein, kann man nicht. Das Rad. Das Rad. Okay, für mich als Nicht-BMW-Vertrauter auf 100% gibt es hier 3 Optionen nach oben zu kommen. Einmal nach oben, falsch. Nochmal nach oben, falsch. Das ist nach oben, richtig. Genau, das war der Tipp von der lieben Caro hier bei Tommy Wagner in München. Nach unten ist immer rein, nach oben ist raus und hiermit kannst du bei diesen Quick Settings die Einstellungen verändern. Schallert, ich würde sagen, schallert mehr als eine 1290 Super Adventure. Wir schauen das gerne nochmal am Papier an. Oh, die fällt aber in die Kurve, die fällt wahnsinnig krass in die Kurve, die ist super agil und wendig. Genau, und schallert hart. Ich sage in Werten Newtonmeter mehr als eine 1290 Super Adventure ist. Ich bin auch sehr gespannt, was die neue GoPro Hero 12 hier recorded bei diesigem Wetter. Aber eigentlich auf jeden Fall voll okay zum Motorradfahren. Heute in München 18 Grad, eigentlich, aktuell noch 16, wie wir hier sehen, aber echt eigentlich ein super gemütlicher, lockerer Tag. Das ist auch sehr spannend, dass man hier in der Nacht 30 fahren soll, ist wirklich spannend. Besonders wenn die Straße dann leer ist, weit und breit keiner fährt, sollst du alleine hier 30 durchfahren. Das ist extra schwer, würde ich sagen. Schauen wir mal wieder, wie wir ins Hauptmenü zurückkommen. Mann, ich und Menüs, dieser Knopf passt. Zuerst denken, danach drücken hilft meistens sehr, um es permanent zu verinnerlichen, als jedes Mal zu raten. Geil, boah, ich hab's vermisst. Muss aber auch sagen, allein mich auf meine
Super Adventure draufzusetzen. Es ist übrigens der vorletzte Tag der Saison. Also wer es noch nicht weiß, die Bestellung für meine 1300er habe ich schon abgegeben und zu diesem Zeitpunkt steht die eigentlich schon verfügbar in Graz. Aber nachdem die Saison für mich sowieso ändert, habe ich mir gedacht, ich hole sie erst im Frühjahr ab, weil sonst wird sie bei mir eigentlich nur in der Garage stehen. Also bin ich sehr gespannt, was hier so rauskommt. Super agil, ich würde sagen Kurvenjäger Deluxe. Besonders wenn du auf engen Straßen damit ja super gut unten rausballern kannst, wegen dem schönen großen Boxermotor. Und dann noch so eine Agilität an den Start legst, solltest du eigentlich Alpenjäger Nummer 1 sein. Und was mir wirklich auch schon aufgefallen ist, du stoßt hier tatsächlich nicht bei den Zylindern an. Servus! Mike, wer bist du? Daniel. Perfekt. Darfst du auf dem Video drauf sein? Wird auf YouTube kommen. Ja. Perfekt. Und gefällt sie dir? Ich habe jetzt eine Jetpack-Stelle schon. Okay. Muss weiter leider. Servus. Sehr knackiger Schaltung. Du spürst sofort, wenn er drin ist. Sehr knackiger Schaltautomat, finde ich auch. Also man hat mir gesagt, es wurde daran gearbeitet, dass er ruhiger ist. Aber lass mal. Also ja, im Verhältnis zu der R1250 RS ist er auf jeden Fall ruhiger. Das Wichtige, wie ich gesagt habe, man stoßt echt nicht bei den Zylindern an. Ich habe das auch schon irgendwo gesehen, man hat die Position ein bisschen nach hinten verändert und die Zylinder nach vorne. Egal wie man es dreht, es bedeutet auf jeden Fall, sie sind weiter vorn. Und ich kann es bestätigen, bei der RS war es ja tatsächlich auch so, dass man anders gesessen ist, deswegen einfach heißt, man tritt nicht mehr dagegen. Das ist spannend. Es fühlt sich so an, als ob nur die rechte Handgriffheizung heizt. Jetzt kann das sein, dass ich spinne, aber wenn das Moped schon mal auf einer Seite gefallen ist, würde ich sagen, das ist so. Es heizt nur rechts, weil rechts wird es verdammt heiß und links ist kalt. Ja, kurz warten. Jawohl. Also diese Flügelchen hier links, rechts fallen mir gerade auf. Hier und hier. Sehen ja eigentlich sehr hässlich aus, aber gewisse Sachen sieht man einfach nicht, kann man ausblenden. So alles in allem, ich finde diese Halterung, ich weiß, viele lieben sie vermutlich, aber diese Halterung würde ich auf jeden Fall abmontieren. Sieht hässlich aus und ich benutze kein BMW Motorrad Navi. Boah. Junge, Abstandswarnung, Bremsassistent, habt ihr es gesehen? Ich würde sagen, das war ein Notbremsassistent, der mich dezent versucht hat, darauf aufmerksam zu machen. Sicherheitsabstand unterschritten. Ganz lustig, letztens habe ich einen Bus gesehen, da ist echt die ganze Bodenplatte runtergehängt. Und ich gehe so spazieren und er fährt in die eine Richtung vorbei und ich denke mir, zum Glück, da vorne ist die Endstation. Da wird er bestimmt einfach stehen bleiben und wird Ersatz gesucht. Nein, kein Witz. Während ich auf dem Fußweg war, hat er scheinbar einfach wieder umgedreht, ist dieselbe Linie wieder zurückgefahren, unterhalb Funken rausgesprüht. Immer spannend, was unter einem Bus so zum Vorschein kommen kann. Das könnte dezent unsere Chance sein, den Bus zu überholen, sagt er. Aber Dämpfung können wir noch anschauen. Und da kommt man wohin? Okay. Dämpfung, weil es ist sehr, sehr soft, würde ich sagen. Gibt nur Road und Dynamic. Okay, ja, können wir schon Dynamic machen, weil weich ist gut, aber härter ist besser. Dynamischer ist besser, würde ich sagen. Wenn wir schon Abstandstempomat haben, dann nutzen wir ihn. Das ist der maximale Abstand, den du einstellen kannst bei ACC. Ist für mich ganz spannend, weil ja, es ist ja immer geschwindigkeitsabhängig. Okay, es wird gerade ein bisschen mehr, so ist es komfortabler. Aber so wie sie gerade davor gefahren ist, würde ich persönlich, wenn ich selber steuere, eher noch ein bisschen weiter hinten sein, weil als Moldfahrer brauchst du immer ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen Puffer ist nie schlecht. Und wenn du schon bewusst gemütlich irgendwo fährst, mach lieber ein bisschen mehr Sicherheitsabstand als notwendig. So, genau, so wäre es für mich. Servus, wirklich auch sehr angenehm. Servus. Aber ja, deshalb, das ist bei der KTM auch so bei mir gewesen, das war bei der Ducati auch so. Unter gewissen Geschwindigkeiten finde ich es angenehm, so wie 80, 100 war es meistens angenehm. Wenn es so im Stadtgebiet ist, dann würde ich persönlich immer mehr Sicherheitsabstand nehmen als das Fahrzeug, aber das ist sicher genormt. Ich finde, eine Stufe mehr geht doch immer. Es
ist ganz spannend. Wie ist der Sound so? Das ist eine schwere Frage. Also ich hatte gerade den Helm so offen, was ich so gehört habe. Es war so okay, ein wenig rau, aber so sinngemäß so relativ wenig Volumen, eher Mono als Stereo, wenn man versteht, was ich meine. Also es fehlt irgendwie an der Tiefe, hätte ich gesagt. Meine Güte. Die neue Herausforderung im Straßenverkehr. Links abbiegen. Alles klar. Wow, Bremsen sehr bissig auf den Punkt, hätte ich gesagt. Schallert gut, enttäuscht nicht. Oi, Schaltautomat zumindest in dem Drehzahlbereich gerade super smooth, ohne was zu spüren. Ja, was unten raus schallert, würde ich sagen, fällt oben raus. Ja, ist natürlich bekannt. Ist, wie ich bei allen Bikes bei der Probefahrt gemerkt habe, das sind schon diese 15 PS Unterschied, ist ja doch eine Menge. Wenn du einfach vergleichst mit der Suzuki, Moment, ob ich den Namen heute noch kann, GSX S1000 GT. Die war ja konstant am durchgehendsten Schallern mit 150 PS, aber das war halt eher wie an einer Magnetschwebebahn, also sehr linear. Mit der Ninja 1000 SX, die ist hier genau im Segment. Das heißt, oben rauf ist wenig, sagen wir so. Ja, wenig ist immer ein relativer Begriff, reicht natürlich immer. Und ja, der Punch kommt hier gut. Okay, jemand hat aufgeblendet, heißt vielleicht Polizei. Ja, zieht sehr, im Sinne von aber das ist bei allen Adventure Bikes, wenn du ein Streetbike gefahren bist, fällt dir das wieder auf. Es wippt einfach beim Beschleunigen, also logisch, vorne hast du die Federung, es zieht quasi nach oben und es federt wieder rein, wenn du Gas gibst, hast du bei einem Streetbike nicht, also bei einer Straßentourmaschine. Seht ihr? Ich hoffe, man sieht es. Sehr smooth, gerade von 5 auf 6 geschalten. Also ja, ich sag, wenn du das Bike kaufst, ja, was auch immer du für komische Manöver so machen würdest, aber ja, bleibt stabil. Ja, wenn du das Bike kaufst, kannst du nichts falsch machen. Spüre ich schon. Ja, der Sound, genau hier steht die gesetzte Geschwindigkeit. Ich bin heute tatsächlich einen neuen Hyundai Kona 2024 Probe gefahren. Wenn du von einem Scirocco kommst, ein sehr gemütliches Schiff. Ich fahre ja heute auch GS und dementsprechend keine Doppel-R mehr. Man entwickelt sich weiter, aber ja, auf jeden Fall spannendes Fahrzeug und da war einfach die eingestellte Geschwindigkeit woanders. Deshalb muss ich mich ein wenig orientieren. Das war auch sehr interessant. Das war echt ein kleiner Wheelie. Einfach durch so ans Gas ziehen. Bereich 6 bis 8, 5 bis 7. Ja, also ich würde sagen, meiste Action basiert tatsächlich 5, 6, 7. Auch. Also unten raus auf jeden Fall, aber auch bei 5, 6, 7. Wieso es hier immer so dreckig ist? Muss einfach eine Baustelle sein. Oh, ein Traktor bestimmt. Man darf nichts sagen, es ist Herbst, Leute. Alles schön aufpassen immer. Komm raus, komm raus. Auf keinen Fall zögern, alles gut. Wir sind Mopedfahrer, aber wir sind vernünftig und wir sind nett. Also lassen wir alle Leute raus. Außerdem können wir immer das machen.
Also es zieht sehr gut. Der Motorsound ist befriedigend. Sonst versuche ich mich extra zu erinnern, es ist Herbst. Der Asphalt hat nicht mehr auswiegend Grip. Der Reifen ist nicht für diese Temperaturen ausgelegt. Schön gemütlich fahren und schön schalten. Aber das ist krass. Es zieht bis zum Ende. Also ich würde sagen, wo du bei der GS bisher eigentlich definitiv gehabt hast, schallert massiv unten. Und dann hast du es einfach so richtig low raus, wo du eigentlich sagst, hey, das fehlt irgendwie ganz. Er zieht noch. Geil. Das ist doch gute Neuigkeit. Er zieht auch oben raus, weil muss schon sein. Und man hat Freude am Ziehen. Und es schallert auch manchmal. Also es bollert so schön, wenn du einfach vom Gas runter gehst. Es ist echt nicht laut, aber du hörst es so ganz leicht. So pop, 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 pop. Manchmal wird einem ein bisschen warm ums Herz, würde ich sagen. Wenn es ungefähr die 6-fache Lautstärke hätte, würde es wahrscheinlich im Straßenverkehr auch niemand stören, aber dann wäre es richtig schön befriedigend. Krass oben. Ja, zieht sie krasser unten rum. Nee, sie zieht. Also bei dieser Geschwindigkeit zieht sie nicht mehr krasser unten rum. Das ist doch was. Also, okay, es gibt immer Leute, die wollen 50 bis 70, die wollen 70 bis 100, die wollen 30 auf 70. Das ist alles okay. Aber wenn ich wirklich dynamisch fahre, dann bewege ich mich nicht in diesen Geschwindigkeitsdimensionen. Und dementsprechend habe ich sehr gern, wenn es auch oben rauszieht. Und es zieht oben raus. Also top, die Zeit ist schon wieder vorbei. Und das war doch ein grandioses Saisonende für mich. Schauen wir mal, ob ich hier im Weg stehe. Ich glaube fast. Servus, stehe ich hier im Weg oder kann ich hier 5 Minuten? Danke dir vielmals. Absolut, Moped anschauen ein bisschen. Neue GS, kurz erst seit einem Monat vielleicht heraus. 145 PS, wenn du von Straßenbike kommst, zu wenig, aber trotzdem sehr gut. Voll. Also fährt sich gut. Sieht auch echt sehr gut aus. Schalter für die Sitzheizung, gemütlich. Voll, ich finde auch, ist was Neues mal. Es ist echt eine elegante Farbe. Sieht man nicht so. Gold-Grün passt irgendwie, ja, voll. Finde ich wirklich auch. Diese Kombination aus Grün und Gold sieht rattenscharf aus, also einfach elegant. Genau, das wäre lustig, wenn ich den Ein-Aus-Knopf jetzt nicht finde. Wenn ich BMW wäre. Ich würde ihn ja hier hin stellen. Ist er aber nicht. Ich glaube, ich habe ein Video gesehen, hier vorne unten irgendwo. Nee. Das wäre auch ein bisschen peinlich, wenn man das googeln müsste. Okay, einschalten tut nichts. Das ist spannend. Wenn ich BMW wäre, hier unten? Nee. Wo würde ich den Ein-Ausschalter positionieren? Hier. Echt jetzt? Das ist unerwartet. Es ist sehr transparent, aber es ist auch sehr unerwartet. Oh, Junge. Voll hier reingetreten. Ah. Ein bisschen höher heben bitte. Aber ja, genau, ich wollte noch schauen, ob mein Handy hier reinpasst. Das ist ein S23 Ultra. Ich glaube, es geht zu wirklich Wahnsinn. Millimeterarbeit. Also dann haben sie echt nicht unter Anführungszeichen an der Größe gespart. Und ich würde sagen, das ist ein ziemlich großes Telefon. Und wenn das hier schön flach reingeht, ist das schon very nice. Ich glaube, an der Stelle liegt es auch deutlich besser als bei Ducati. Da war es ja hier drin mit links, rechts. Hier definitiv mehr gewackelt. Hier liegt es ja echt schön flach. Grün ist schick, verdammt. Schaut sich das an in echt. Also ich habe blau gesehen und blau ist wirklich sportlich und sieht mega geil aus. Steht dort drinnen noch. Vielleicht gerne hier ein Foto für euch, wie es für mich live ausgesehen hat. Aber grün gibt es nichts zu bezweifeln. Hätte ich grün bestellt, hätte ich keine Zweifel, dass es irgendwie mega geil aussieht. Und würde mich jeden Tag freuen, weil die Kombination aus Gold und Grün, wie hier kurz mit dem Kollegen auch schon besprochen, das sieht wirklich stilvoll aus. Sieht wirklich gut aus. Aber ja, ich glaube, diese Maximalleistung, die hat man schnell erfahren. Danach weiß man auf jeden Fall, wie das Moped fährt.
Und man spürt auf jeden Fall Dynamic hier bei den Kanaldeckeln deutlich dynamischer. Härter heißt es auf gut Deutsch. Ich dachte wirklich heute Vormittag, hey, was soll's, es ist der letzte Tag der Saison, vielleicht warm. Jo, da kommt sie. Ja, auch spannend. Beim Schaltautomat, ihr habt es gesehen, hat sie kurz so gemacht. Ist natürlich hohe Drehzahl und so. Aber trotzdem ein wenig ungut. Oh, das sieht nach Ölspiel aus, würde ich sagen. Definitiv. Heute ist zwar ein nasser Tag, aber vielleicht auch ein Traktor, aber nichts riskieren. Schon sehr verschmutzt hier, muss man wirklich sagen. Also alle Leute, ich sage das immer gern bei der letzten Ausfahrt der Saison, für mich und für euch nochmal, alle Leute, die ab jetzt weiterfahren, aufpassen. Die Straße ist verschmutzt, oft gibt es Rollsplit, oft gibt es Dreck, es gibt Feuchte. Die Motorradreifen sind eigentlich nicht für die Wärmefenster, für die Temperaturfenster Winter ausgelegt, deshalb haben die schon weniger Grip. Die Straße ist meistens kalt, passt extra gut auf euch auf. Es gibt ab jetzt und schon ab längerer Zeit jetzt schon andere Bedingungen. Dementsprechend muss man auch anders Motorrad fahren, so läuft es halt. Für mich deshalb immer aus Sicherheitsgründen, einfach mir selbst gegenüber, fahre ich persönlich immer einfach Saison. Auch wenn ich irgendwie noch irgendwo hinpendeln könnte im Herbst oder im Frühjahr, im März ist immer bereue. Für mich ist das Fenster April bis Oktober, warme Temperaturen, in der Regel guter Grip. Das ist die Zeit fürs Mopedfahren, kein Rollsplit, kein Laub, keine Nässe, dieses Schmierige, ganz gefährlich. Brauche ich nicht, will ich nicht und dafür fahre ich zu gern etwas dynamischer. Etwas dynamischer Wort dieses Videos auf jeden Fall. Guter alter Notbremstest. Bombenstabil geblieben. Was will man mehr? Ich würde sagen, ich hatte den Hebel nicht maximal im Griff. Wiederholen wir einfach nochmal auf 0 hier. Okay, Arsch ist ein bisschen gewandert. Ja, aber das war's schon. Beim Durchziehen. Ich hatte schon auf Anschlag, aber habe gehofft, da kommt noch was. Genau, also Notbremsen. Arsch ist ein bisschen gewandert jetzt. War ja auch nicht ganz eben, ein bisschen abfällig und auch nicht ganz gerade. Aber trotzdem super gut, präzise, definitiv super kontrollierbar. Und was die Erfahrung sagt bei Dynamic, ist immer auch das Bremsen. Auf der mutigen Seite klingt übertrieben, aber ihr versteht schon. Es ist auch ein bisschen sportlicher eingestellt als bei Road. Bei Road ist es wahrscheinlich deshalb noch smoother. Sieht irgendwie aus. Was ich auch immer geil finde wegen dem Abstandstempomat, die Bremse ist schon voraufgeladen, also wenn da etwas mit Abstand kommt, wenn da etwas mit Abstand kommt, also wenn das Fahrzeug spürt, dass etwas näher kommt, dann hast du einen ganz anderen Bremspunkt, quasi auch wie bei einem Auto modern. Dann ist der Abstandstempomat das Elektronikteil, das quasi das Hindernis erkennt und deshalb ist quasi wie bei einer Notbremsung einfach schon den Bremsdruck erhöht und dann ballerst du besser durch. Was heißen soll, du bremst deutlich stärker mit weniger Druck. Okay, schön Piano im Herbst. Den 90 Grad, hier auch schmierig, Staub, alles. Ah, hier links von rechts. Aber ja, dass das Vorderrad ein bisschen hochgegangen ist, ich würde sagen, war ein sehr sympathisches Zeichen. Trotzdem sachte hier, sachte hier, sachte hier. Shoutout! Okay, wie bei allen Bikes in der Klasse fehlt mir auf jeden Fall etwas an Leistung, aber wie gesagt, Zitat von dort. Der Doppelschalldämpfer wird auf jeden Fall von Akrapovic 15 S gut machen. Ich hatte echt noch nie einen Akrapovic in meinem Leben und ich bin sehr gespannt, wie es den Unterschied einfach... Also jetzt kenne ich ja diesen Sound. Das ist aber schon ein einfacher Akrapovic, okay. Der wird wahrscheinlich wenig dann machen am Sound. Also das ist wohl der Sound eines Akrapovics bei der GS 2023. Ist schon
Also ja, wenn man Sounds von früher kommt, ist es schon anders. Die KTM hat definitiv den geileren Sound. Abstandstempomat hat das Fahrzeug vor uns erkannt. Und dementsprechend, ja, Soundpunkt geht auf jeden Fall an die Super Adventure. Bremse, muss man wirklich sagen, vorne und hinten auf den Punkt. Ich liebe es. Aber auch im KTM Super Adventure hat eine mindestens gleich geile Bremse. Kein einziges Mal bei den Zylindern angestoßen. Ich finde, sie sehen auch anders aus, aber wer weiß, vielleicht ist das das schwarze Bike. Aber sie sehen ein bisschen anders verpackt aus als bisher. Ich finde, bei solchen Fahrzeugen muss man immer dreimal extra schauen, dass nicht irgendein Metallgitter oder ihr wisst schon, diese Art von Rechen hinten raussteht. Kreisverkehr, München, Autobahn. Auch schön Piano, einfach wegen Saison. Auf keinen Fall hier mit maximalen Newtonmeter durchschallern. Ja, zieht noch. Hat echt lang gezogen. Danke dir. Oh shit, da hat echt jemand einen Reifen abgerissen. Also ja, was will man mehr? Ihr habt es gesehen, hier locker auf 170 beschleunigt, ohne viel Probleme. Das war jetzt nicht Totwinkelassistent. Diesmal aber wirklich bei der R1250 RS dachte ich ja, dieser rote Punkt am Spiegel ist ein Totwinkelassistent. Hat jetzt nicht den Mega-Wumms, aber sie beschleunigt. Ich glaube, mit 2 Personen und so ist das natürlich auch wieder anders. Zumindest alleine kann man auch mal 200 fahren. Gib mir mal Lichthupe, Bro, wenn da wäre. Danke dir. Schauen wir mal. Was haben wir? 220 Ende eigentlich schon. 225. Kann man sagen, ist schneller auf jeden Fall. Haha! Geiler, der Typ 2000, das ist 231 voll am Anschlag, das war's. Tempolimit da vorne. Zum Glück ist dieses Motorrad anständig und ordnungsgemäß eingefahren worden. Nicht von mir, aber hat schon über 1000 Kilometer. Also dementsprechend, dafür ist sie gebaut. Liebe Untertouring-Fahrer. Ah ja, 231 würde ich sagen. Seriöse Geschwindigkeit für dieses Motorrad. Das ist das Ende. Schon schallert, ich habe schon erwähnt, ich fahre gerne einfach über 250, weil die letzten Autos bei 250 abgeriegelt sind und ich bin gern schneller. Aber ja, das ist dieser Kompromiss, den man manchmal im Leben eingehen muss. Tourenkomfort, Zelt einpacken, schön bis ans Ende der Welt fahren, aber dann halt nicht 268, 273, wie auch immer. Solides BMW Meisterwerk, ohne viele Probleme, bekannt, fährt gut. Ich weiß, es gibt viele Zweifler. Genau, ich habe komischerweise bei der BMW-Technologie wenig Zweifel, weil ich ja bisher persönlich sehr gute Erfahrungen damit hatte. Und ja, erste Modellserie und alles, aber ich würde davon ausgehen, dass BMW auf jeden Fall lernt. Wenn ihr sagt, die 1250er hat in den ersten Baureihen Probleme gehabt, komische Sachen passiert, würde ich sagen, genau diese Sachen werden hier nicht mehr passieren. Natürlich vielleicht andere Sachen, aber ich sage, sie hält. Ich meine, wer hat schon mal 2 Montagsbikes in Folge besessen? Ich zumindest nicht. Ich lasse gerade das Moped noch mal wirken für mich. Schauen wir mal, runter ist rein. Mein Fahrzeug, Sport. Schauen wir mal, runter ist rein, hat es geheißen. Wow, klappt ja echt alles. Passt hier, Reifendruck passt, Reichweite passt, 2000 Kilometer hat es drauf, 5,7 Liter Verbrauch hier auf Probefahrtsmaschine. Bremsen, was? Ich habe hier nicht das maximale Bremsdrehmoment auf den Boden gebracht. Und das mit DTC? Das ist interessant, habe ich so noch nicht gesehen. Ich glaube, das bedeutet, bei welcher Sträglage DTC wie eingegriffen hat. Und das würde ich echt sagen, bei 10 Grad. Hat es ein bisschen eingegriffen bei 50 Grad. Falls ihr das kennt, können Sie mir das gerne erklären. Ich kenne es nicht. Genau, Blinker ist gerade ausgegangen. Einfach, weil ich geradeaus fahre, ohne dass ich es gedrückt habe. Sehr angenehm, wenn es schneller geht, als man denkt. Man spürt so eine leichte Links-Rechts-Bewegung im Stand des ganzen Motorrads. Aber das ist der Boxer. Das gehört so.
Genau. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ab jetzt kommen wieder Videos aus Sizilien und Videos aus der Kroatienreise zu Corona-Zeiten. Ich hoffe, ich bringe die Serie endlich zu Ende. Alles Liebe, weiterhin gute Unterhaltung und danke, dass ihr mir treu seid. Servus.